Die digitale Navigation ist im Privaten auf dem Vormarsch. Neben dem Navi im Auto oder Google Maps auf dem Handy haben sich Apps zur Navigation beim Radfahren und Wandern ebenfalls etabliert. Komoot ist mit über 9 Millionen Nutzern eine dieser Apps und in diesem Video möchte ich dir Komoot einmal etwas näher vorstellen. Hallo, ich bin Thomas und in meinem Kanal Harzer Bergwald dreht sich sehr viel um Navigation und Tracking mit elektronischen Hilfsmitteln. Die App Komoot bietet dir umfangreiche Möglichkeiten, deine Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel Radfahren oder Wandern zu organisieren und immer am geplanten Ziel zu landen. Für Komoot habe ich eine umfangreiche Tutorial-Serie mit Anleitungen und Hilfevideos erstellt. Diese findest du oben rechts eingeblendet. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hast du bei Freunden von Komoot gehört oder irgendwo im Netz einen Hinweis aufgeschnappt. Dieses Video soll dir helfen, in groben Zügen Komoot kennenzulernen. Ich werde dir zeigen, wie Komoot dich bei deiner Suche nach spannenden Touren unterstützt, wie du selbst kreativ eigene Touren planen und gestalten kannst, wo du Komoot findest, welche Produktvarianten es gibt und was sie kosten. Die Grundversion von Komoot ist übrigens ohne jegliche Kosten nutzbar. Komoot ist eine App, die es für Android und iOS gibt. Komoot funktioniert auch auf verschiedenen Smartwatches wie Apple Watch, Samsung Gear und Geräten, die ein Android Wear-System haben. Hersteller wie Wahoo, Garmin oder Kobi haben für verschiedene ihrer Fahrradcomputer eine direkte Schnittstelle zu Komoot. Sehr praktisch an Komoot ist, dass du die komplette Planung und Verwaltung am PC machen kannst. Hier reicht ein herkömmlicher Browser, um in deinen Account zu gelangen, dort Touren zu planen oder nachzubearbeiten. Die Registrierung für Komoot kannst du mit der Installation der App oder direkt im Browser ausführen. Hierfür steht dir ein Login mit deinem Facebook-Account oder die Registrierung per E-Mail zur Auswahl. Schnell zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Du kannst meinen Kanal abonnieren und wenn du die Glocke unter dem Video aktivierst, wirst du sofort über jedes neue Video von mir informiert. Bist du erstmal bei Komoot angemeldet und hast die App installiert, dann kann es auch schon losgehen. Du musst dich gar nicht mit dem Routenplaner beschäftigen, denn eine Schar von Redakteuren hat für dich eine große Sammlung von Touren zusammengestellt, die du nach Region, Aktivität oder Thema durchsuchen kannst. Gefällt dir eine Tour, kannst du sie einfach in deinem Account abspeichern und sofort fahren oder laufen. Wenn dir die angebotenen Touren zu wenig sind, stellt dir Komoot eine Suchmaschine zur Verfügung, die endlos Touren aus der riesigen Community vorschlägt. Bei jeder Tour bekommst du wichtige Infos zu Ort, Länge, Dauer und Schwierigkeit. Interessierst du dich für eine der Touren? Kannst du sofort loslegen. Fortgeschrittene Nutzer planen eigene Abenteuer. Der Komoot Routenplaner ist ein mächtiges Werkzeug, welches dir dabei hilft, eine Tour ganz nach deinen Wünschen zu gestalten. Ein riesiges Netz an nutzergenerierten Highlights hilft dir dabei, die schönsten Orte in deine Touren einzubinden. Nutzer empfehlen Orte, schreiben zu ihnen Kommentare und zeigen ihre Eindrücke mit Fotos vor Ort. Mit Komoot Premium, einer Erweiterung, kannst du sogar Mehrtagestouren mit Übernachtungen planen. Alles Wichtige über Komoot Premium erfährst du im Video oben rechts. Wenn du Touren aus anderen Programmen wie beispielsweise Garmin Basecamp zu Komoot importieren möchtest, so stehen dir verschiedene Dateiformate zur Verfügung, die von Komoot unterstützt werden. Hast du deine Tour gefunden und geplant, lädst du am besten deine Freunde ein und ihr erlebt gemeinsam eure Abenteuer. Komoot bietet nämlich komfortable Funktionen, die Tour innerhalb der App mit verbundenen Freunden zu teilen, indem du sie einfach einlädst, oder du nutzt die üblichen Social-Media-Links zum Teilen. Um Datenvolumen und Akku zu sparen, kannst du dich völlig unabhängig von mobilen Datennetzwerken machen. Setze die Tour oder auch eine Karte einfach offline,
So findest du deinen Weg auch im tiefsten Tal oder auf den höchsten Berg. Wie du Karten und Touren offline setzt, das zeige ich dir in dem Video oben rechts. Bist du am Ziel angekommen, kannst du deiner Tour sofort Bilder hinzufügen und Highlights markieren, empfehlen oder neue anlegen. Verlegst du die Veröffentlichung deiner Tour auf später, stehen dir viele nützliche Werkzeuge zur Hand. Komoot-Touren lassen sich sogar via iFrame in deinen Blog oder eine Internetseite einbinden, wie ich das auf harzerbergwald.de seit Jahren mache. Vielleicht wirst du ja bald zu einem Experten oder sogar zum Pionier deiner Sportart und Region, denn in Komoot gibt es ein Ranking, in dem Nutzer für ihre Hinweise mit einem Score belohnt werden. Die fleißigsten und erfolgreichsten von ihnen dürfen sich dann Pionier nennen. Deine Erfolge und deine Pläne und Statistiken kannst du über die App oder im Browser in deinem Profil bestaunen. Komoot für Android ist im Play Store oder für iOS im App Store kostenlos downloadbar. Beide Links setze ich dir in die Videobeschreibung. Komoot für Gear findest du in den jeweiligen Stores der Hersteller, bei Garmin zum Beispiel unter Connect IQ. Die Komoot-App ist grundsätzlich kostenlos nutzbar. Alles, was du brauchst, ist entweder eine E-Mail-Adresse oder ein Facebook-Account zur Registrierung. Um weitergehende Funktionen wie Offline-Optionen oder die Sprachnavigation zu nutzen, musst du im Besitz der jeweiligen Karte sein. Die Karten in Komoot haben eine dreistufige Hierarchie. Die kleinste Karte ist eine Region, was in der Regel der Größe eines Landkreises entspricht. Bei der Registrierung schenkt der Komoot eine Region, in der du ohne Kosten Touren und Karten offline setzen und die Sprachnavi nutzen kannst. Ansonsten kostet eine Region 3,99 €. Die nächstgrößere Karte ist ein Regionenpaket. Je nach Größe entspricht das etwa 2 bis 3 Regionen. Der Preis eines Regionenpakets beträgt 8,99 €. Das dritte und größte Paket ist das Weltpaket und das kostet 29,99 €. Für Neukunden ist öfter das Komplettpaket für 19,99 € erhältlich. Manchmal wird Geduld halt belohnt. Der Preis für die Karten ist ein Kaufpreis, das heißt einmalig. Die Karten erhalten dann lebenslang Updates und sind in deinem Besitz. Seit September 2019 bietet Komoot zusätzlich Komoot Premium an. Das ist ein Abo-Modell mit zusätzlichen Features. Alle wichtigen Angaben zu Komoot Premium kannst du in meinem Video finden oder auf der Webseite von Komoot. Komoot Premium gibt es im Jahresabo für 59,99 €. Ich habe dir jetzt Komoot in den Grundzügen erklärt. Wenn du mehr über die Funktionen von Komoot wissen willst oder auch nach Hilfestellungen für Probleme suchst, ist die Playlist rechts oben genau das Richtige für dich. Die ganze Welt von Google Maps und My Maps erkläre ich dir in der Playlist unten rechts. Ich freue mich auf deine Fragen und Kritiken, genauso wie über einen Daumen hoch für dieses Video. Ich bin Thomas, bis zum nächsten Mal in einem meiner Tutorials.